Mein Name ist Stefan Rief, ich bin Institutsdirektor am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und beschäftige mich mit Veränderung von Büroarbeit. Ja, um die Attraktivität der Präsenzarbeit zu erhöhen in Büros, müssen wir sicherlich zuallererst mal richtig gut gestaltete Büros haben. Das heißt funktional, anspruchsvoll, funktional vielfältig, aber auch atmosphärisch vielfältig, so vielfältig wie die Menschen eben auch sind und tatsächlich auch wahrscheinlich noch toller, als wir das früher hatten, um die Menschen anzulocken. Das ist so vielleicht die Basis. Ich denke, wir brauchen gleichzeitig weniger Büro, aber hochwertiger. Aber das reicht alleine nicht. Also ich brauche auf der anderen Seite noch so eine Art digitalen Layer, so einen spielerischen, der mir zum Beispiel sagt, wer ist da, dass das Büro wie die physische Fortsetzung von einem digitalen sozialen Netzwerk wird, dass ich sage, okay, wenn der eine oder die andere da ist, dann kriege ich so einen Ping und dann gehe ich da hin und dann ist das cool und dann treffe ich die. Das heißt, ich löse vielleicht auch Abteilungen ein Stück weit auf und mache es weniger funktional basiert als vielleicht auch so ein bisschen Peer-Follower, wo ich sage, naja, ich umgebe mich gern mit den Menschen aus der Company, auf die ich auch Lust habe. Ja, im Moment stehen die Unternehmen wahrscheinlich vor der Herausforderung, wenn sie neue Arbeitswelten planen. Zum einen in der Bemessung, ja, wo möchte ich denn hin, mit wie vielen Menschen rechne ich, was ist meine zukünftige Strategie im Hinblick auf Präsenz? Also werde ich noch virtueller in meiner Organisation, weil ich vielleicht Mitarbeitende an anderen Standorten aus dem Ausland gewinnen muss, entwickle ich eher eine Präsenzkultur und das sind natürlich Fragestellungen, die ganz am Anfang stehen, bevor ich das dann räumlich bemesse. Und wir hatten 3, 4 unterschiedliche Szenarien tatsächlich mal entwickelt in einer Studie, also auf der Basis von der Szenario-Management-Methodik. Und tatsächlich gibt es so 4 unterschiedliche Bürowelten. Ich sage mal, die eine, die Fortschreibung des Hybriden, ein Stück weit, wie wir das gerade kennen, vielleicht mit etwas mehr Präsenz, aber dann noch ein völlig freiheitlicheres, indem man sich vielleicht auch nur alle paar Wochen miteinander in seinem Team trifft, irgendwo einmietet, ja, wie in so Coworking Spaces, vielleicht sogar mit so Co-Living-Anteilen, also dass ich sage, diese Woche verbringe ich und lebe ich miteinander und dann geht wieder jeder seines Weges. Und nur so ein paar Modelle dazwischen, also so ein Nachhaltigkeitsmodell, in dem man praktisch auch schauen würde, dass die Auslastung über die Wochentage harmonisiert ist, damit ich die Infrastruktur einfach gut auslaste, weil was wir im Moment erleben, Homeoffices vorzuhalten, Büros vorzuhalten, die dann teilweise nur Dienstag, Mittwoch genutzt sind, das kann nicht im Zusammenspiel ökologisch und nachhaltig sein. Naja, also wenn man sich mit New Work-Arbeitsplätzen auseinandersetzt, würde ich sagen, ganz wichtig, dass man 2, 3 Aspekte stark fokussiert, anstatt versucht, alles möglich zu bedienen. Also sonst wird es grau und gleichförmig und bin dann nur wie irgendeine andere Firma. Das heißt, den Mut zu haben, besondere Wege zu gehen, weil das lockt dann auch wieder die entsprechenden Menschen vielleicht an, die ich haben möchte. Don'ts ist zum Beispiel zu sagen, wir machen alles nur offen, weil Menschen können sich ja zu Hause fokussieren oder so. Ich glaube, wir müssen diese Vielfalt an Menschen begreifen und im Büro abbilden. Also Beleuchtung ist ein ganz essentielles Element auch für die Bürogestaltung, um Funktionalität zu unterstützen, aber eben auch Ästhetik. Das eine ist natürlich Sehen und Sehensleistung, das andere ist aber so auch die Atmosphären. Und es gibt ganz interessante Studien, dass sie zum Beispiel, die ist nicht von uns, aber die hatte ich mal gelesen, dass sie zum Beispiel bei dunklerem Licht habe ich eine höhere Behaltensleistung, dass ich, wenn ich Dinge lernen kann, ich mir das besser merken. Dann brauche ich natürlich für andere Aufgaben, brauche ich es viel heller. Und diese Unterschiedlichkeit zu schaffen, ich glaube, das ist funktional spannend oder wichtig und macht natürlich auch ästhetische Räume.